Hallo zusammen! Heute in meinem Video zeige ich, wie man so einen einfachsten Tannenbaum mit Jasminmuster häkelt. Diese Anleitung ist wirklich einfach. Sie können selber anpassen, wie breit hier sein soll. Also klar, je mehr diese Blätter hier am Anfang, desto breiter ist der Baum. Aber schauen Sie, je nach welchem Garn wird auch mit 4 oder mit 3 hier zum Beispiel gehäkelt und auch dann andere Größe. Ja, diese zwei zum Beispiel, beide mit 4 Blätter unten gehäkelt, aber mit verschiedenen Garn, sehen Sie direkt Unterschied. Das einfachste Wolle und das ist Cotton Cord von Krobeck 3 mm, ist schon ein bisschen feste Wolle. So, wie gesagt, je mehr hier am Anfang Blätter, desto breiter Baum. Und weiter, jede Reihe wird immer dasselbe gehäkelt. Also Reihe zu Reihe, egal wie viel am Anfang, wird immer dasselbe gehäkelt. Man macht am Anfang Abnahme und weiter häkelt mit 3 Blättern. Also Anfang 2 Blätter und alle weiter 3. Dreht man rum, 2 Blätter und alle 3 und so weiter, bis man am Ende mit 2 Blättern beendet das alles. Also wie gesagt, ich habe mit Cotton Cord hier in diesem Video gehäkelt, Häkelnadel Nummer 5 benutzt. Diese Tannenbäumchen häkelt man von unten nach oben. In die erste Reihe sind verschiedene Blätteranzahl. Hier zum Beispiel 1, 2, 3. Hier sind 4. Also entscheiden Sie, welche Breite Sie benötigen und so viel Blätter häkelt man. Als erste 2 Luftmaschen ziehen Sie Garn so raus, so groß wie Blatt sein soll, drauflegen, in die erste Luftmasche hier rausziehen, drauflegen, rausziehen und dritte Mal. Man kann selber entscheiden, wie viel Mal häkelt man diese Büschel. Also können Sie weniger oder mehr holen, anstatt 3, 4 und so weiter oder 5. Je dünner Garn, desto mehr Mal müsst ihr rein. So, das festhalten, durch ganzes durchziehen. Jetzt unter diese Faden rausziehen und versuchen Sie, dass diese Stelle nicht so groß wird. Ein bisschen noch nachziehen und abhäkeln. Ein Luftmasche. So, erste Blatt ist fertig. Weiter rausziehen, drauflegen. Jetzt in diese Stelle, hier diese Öffnung. 1, 2 und die dritte Mal. Halten, durchziehen, unter diese Faden, ein bisschen zusammenziehen und abhäkeln. Eine Luftmasche. Und noch rausziehen, drauf. Reihe Nummer 2 fängt man mit 2 Blättern an. Erste häkeln wir an dieser Stelle und direkt zweite hier zusammen. Also rausziehen, drauflegen in diese Öffnung einmal, zweimal, dreimal. Halten, dann drauflegen
in diese Öffnung jetzt genau dasselbe 3-mal. Ganz schön rausziehen, damit das schön Volumen bekommen. Und jetzt das alles zusammen abhäkeln. Vorsichtig, langsam. Wenn irgendwelche eine Faden durchgegangen, alles aufmachen und wieder von Anfang. So. Jetzt mal fixieren, Einluftmasche. So, das haben wir mit 2 jetzt gemacht. Nächste wird 3er sein. Also ist egal wie breit Tannenbaum ist, jede Reihe fängt man mit 2 Blättern. Das ist Abnahme. Und deswegen wird dann Bäumchen irgendwann bis zu ein Blatt oben gehäkelt. So, nächste wird bis zu Ende alle 3 sein. Man häkelt hier 1, hier 2 und hier 3. Und dann alles zusammen abhäkeln. Also drauflegen. Jetzt gehen Sie zurück eine, unten hier. Und nächste. Jetzt ganz vorsichtig alles abhäkeln. Nachziehen, nicht dass die Öffnung zu groß wird. So, und eine Luftmasche. So festziehen. So, jetzt schauen Sie. 1, 2, 3. Und weiter. Erste hier, zweite hier, dritte da. Genau dasselbe. Und die dritte Mal, also hier 1, 2 und hier am Ende dritte Mal in diese Öffnung. So sieht das jetzt aus. Also schauen wir zusammen. Hier war 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Richtig. Nächste Reihe dreht man rum und häkelt man, wie gesagt, mit 2. Also Reihe zu Reihe wird immer kleiner hier. Aber man fängt immer mit 2 an. Also erst mal da und zweite Mal hier.
Jetzt abhäkeln zusammen. Zweier. Luftmasche nicht vergessen und nachziehen alles. So. Dann häkelt man mit Dreier. 1, 2, 3. Rausziehen. Und die letzte häkelt man auch 3. 1, 2, 3 hier. Also schauen Sie, es wird langsam hier weniger. So, die nächste Reihe. Also diese Ende verstecken wir später auch. Die nächste Reihe fängt man wieder mit 2 an. Hier erste, hier ist die zweite. Jetzt ist die dritte und das ist der einzige dritte. Hier 1, 2 und hier ist die dritte. Und jetzt ist die letzte Reihe, es sind nur 2, also hier und da. So sieht jetzt Bäumchen aus. Hier kann man Schleife rausziehen zum Aufhängen oder wenn Sie das nicht brauchen, kleiner machen und verknoten hier. Ich habe zum Beispiel sowas gemacht, oben einfach, dann Holzstern durchgezogen. So, jetzt verstecken wir das auch. Diese Ende ziehen Sie an irgendwelcher Stelle, ich denke hier nach oben besser, durch. Dann an dieser Stelle hier durch und auch vernähen. So, also diese Ende vernähen. Jetzt zeige ich Ihnen 2 Varianten, wie man Stamm häkelt. Also hier 4 unten Blätteranfang. Ich habe einfach in die Mitte zwischen 2. und 3. hier. Und zwar einfach mit Stäbchen. Ich habe 5 Stäbchen gehäkelt, einen Knoten bilden. In diese Mitte reingehen. Erstmal fixieren. Mit 3 Luftmaschenkammer steigern oder ein Fake-Stäbchen. Ein Fake-Stäbchen geht so, ziehen Sie das raus, halten, gegen Uhrzeiger drehen, Faden nehmen, zurück und die beiden abhäkeln. So geht Fake-Stäbchen. Also kann man auch mit Luftmaschen. 5 Stück, 1, jetzt richtige Stäbchen. So, ich habe 5 Mal gemacht.
Jetzt häkle ich 3 Luftmaschen und komme ich wieder zurück runter hier. Also muss man Garn abschneiden, diese Endstück vom Garn runterziehen auf die andere Seite und dann zusammen mit dem verknoten. Dann sieht das auch so aus. Von beiden Seiten dann ordentlich. So, und jetzt zeige ich diese Variante noch. Ich schneide Garn jetzt nicht ab. Diese Variante kann man auch hier benutzen, auch mit 3, ist egal. Es geht mit gleichen Maschen. So, einen Knoten auch jetzt bilden. Man kann hier anfangen, dann wird das so groß sein, oder man kann direkt hier Mitte in diese Blatt reingehen. Einfach unter irgendwelche paar Faden erstmal fixieren. Groß rausziehen. Dreimal wieder drauflegen. Also 3-mal habe ich gemacht. Jetzt gehe ich direkt zu die Seite und mache ich auch 3-mal hier. Auch ungefähr die gleiche Höhe. So, und alles zusammen abhäkeln. Bisschen nachziehen. So, jetzt ist das fertig auch. Bisschen auseinander alles, dass ein bisschen mehr Volumen bekommt. Und auch Garn abschneiden und verstecken hier. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Abonnieren Sie meinen Kanal, schreiben Sie mir einen Kommentar. Es ist wirklich sehr wichtig, ein Feedback von euch zu bekommen, damit ich weiß, ob das Video gut angekommen oder irgendwas verbessern kann. Auf jeden Fall würde ich mich über eure Likes sehr